Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. An dem Tag, an dem ich die Verantwortung für die Entwicklung übernommen habe, da war der Hagen noch da, da war gerade die neue 7er-Reihe, vielleicht 2 Jahre vor der Einführung, 2 Jahre vor der Einführung. Und als ich das Auto dann sah, damals, bin ich erschrocken, weil das war viel zu schmal, viel zu flach angestellte A-Säule und Scheibe vorn. Und es stellte sich raus, dass der Herr Dr. Beles hieß. Den hatte man von Audi geholt und das war der Weltmeister in CW-Wert. Also der Beles hat die Idee vertreten, dass eine Limousine einen CW-Wert von 0,30 oder besser haben muss. Zur damaligen Zeit. Und zur damaligen Zeit. Und da hat ja auch BMW noch Autos gebaut mit einem CW-Wert wie die Eiger Nordwand, ne, so aufgestellte Windschutzscheibe und so. Also mit CW-Wert hatten wir nichts am Hut, aber dafür hatten wir die tollsten Motoren und beste Fahrwerk. Also Beles hat die Revolution zu BMW gebracht, aber hat sich viele Feinde gemacht, weil er hat ja dann so schlanke Zigarren gemacht, weil es ist ja der Luftwiderstandsbeiwert multipliziert mit der Fläche, mit der Stirnfläche. Ne? Der Stirnfläche. Ja. Und ist klar, wenn ich also einen niedrigen Luftwiderstand kriegen will, dann kann ich auch die Stirnfläche verringern. Das hat er gemacht, ausgerechnet beim 7er. Dann habe ich das Auto gesehen, dann habe ich ein paar Leute befragt und dann habe ich gesagt, ist das euer Ernst? Mit dem Auto werden wir nicht mal die Mercedes E-Klasse schlagen, weil unser Auto schaut aus wie ein Schluck Wasser, kein Charakter und wir haben nur einen tollen CW-Wert, aber die Leute kaufen doch nicht einen 7er wegen des CW-Werts. Und dann bin ich zu Kuhnheim gerannt und habe gesagt, Herr Kuhnheim, also nur, dass Sie Folgendes wissen. Da ist ein Auto in der Pipeline. Ich schätze mal, dass wir schon 1 Milliarde D-Mark damals ausgegeben haben. Aber das kennen Sie ja, haben Sie ja verabschiedet, aber das können wir so nicht laufen lassen. Und habe ihm dann Stunden in mehreren Meetings erklärt, warum ich glaube, dass es ein Flop wird. Und wir haben eine einmalige Chance, Mercedes mal mit der S-Klasse irgendwo die Stirn zu bieten, aber dann brauchen wir ein Auto, was einen anderen Auftritt hat, was darstellt und was auch mehr Raumangebot haben muss. Die Leute sitzen viel zu eng zusammen da innen drin. Also Beles hat sich durchgesetzt, weil er ein mächtiger Mann dort war, unheimlich intelligent und hat mit seiner Argumentation, dass CW-Wert die Zukunft ist und Kraftstoffverbrauch und alles war damals ja noch nicht so in aller Munde, dass wir damit antizipieren die zukünftige Entwicklung von Fahrzeugen und wir haben dann das Modernste. Und ich habe gesagt, Herr Beles, aber das kauft uns doch niemand ab. Stellen Sie den doch neben die 7er-Reihe, das kauft uns niemand ab. Also es war dann ein heftiger Streit zwischen Beles und mir, aber ich hatte ganz schnell in dem Leiter der Karosserieentwicklung, Herr Ball, so ein bayerischer, bärbeißiger Pragmatiker, der hat gesagt, ich habe das denen immer gesagt, aber die haben ja nicht gehört und der Beles ist der neue Gott und ich habe nichts zu melden, aber ich hab mir die Finger schon gekrümmt, als ich diese Zeichnungen umsetzen musste. Also der hat schon schwer getobt und war der gleichen Meinung wie ich. Dann hatte ich schon mal einen Verbündeten. Und so habe ich mir ein paar weitere gesucht, von denen ich glaubte, dass die eine Ahnung haben. Und dann auch im Vertrieb. Die sind dann auch unsicher geworden. Und dann bin ich zu Kuhnheim endgültig und habe gesagt, Kuhnheim, hier ist mein Plan. Wir stoppen das Projekt. Wir schneiden buchstäblich, natürlich nur bildhaft, ne, das Auto in der Mitte auseinander und fügen 40 mm Breite ein. 40. Und geben dem Auto eine andere Front und stellen das anders hin und damit wird das eine ganz andere Statur geben. Und im Übrigen habe ich folgende Idee. Jaguar ist der einzige, der noch einen 12-Zylinder baut und die haben gerade beschlossen, den einzustellen. Dann habe ich gesagt, für Kuhnheim folgende Idee, aber bitte noch nicht dem Marketing sagen, dann werden die mir gleich das kaputt machen. Aber ich konstruiere das Auto jetzt um
und mach's nicht nur breiter, damit es besser ausschaut und mehr Raum hat, sondern damit auch ein 12-Zylinder reinpasst. Sagst, 12 Zylinder, das ist ja verrückt. Ja, meinen Sie wirklich? Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, aber nach der 3., 4. Runde hat er selber so einen Gefallen dran gefunden, dass er Chef von der Autofirma ist, die Mercedes überholen kann mit dem 12-Zylinder, weil die hatten nur einen V8. Ja. Und ja, dann habe ich also hat er gesagt, wie viel kostet uns das? Na, ich gesagt, also die Kosten müssen wir zweiteilen. Einmal kostet es vielleicht grob 300 Millionen, nochmal die Werkzeuge nochmal neu zu machen und vor allem den Anlauf zu verschieben. Da wird uns der Vertrieb sagen, Sie können dann ein Jahr später kommt der Wagen dann, da verkaufen Sie dann so und so viele Autos vom Alten weniger und müssen Rabatte geben und das, wenn wir aufaddieren, dann wird schon eine Summe. Aber ich habe gesagt, für Kuhlheim ist die einmalige Chance, mit einem Schritt, den niemand erwartet, Mercedes zu überholen. Jetzt hat uns natürlich das niemand abgenommen und schon gar nicht meine Mitarbeiter, als ich denen gesagt habe, wir werden Mercedes überholen, da waren wir noch weit hinten. Also ich habe die Genehmigung gekriegt und alle haben das nicht verstanden. Die haben gesagt, es hat mir natürlich dann im Nachhinein gesehen einen bestimmten Ruf eingebracht, dass ich in der Lage bin, ein Projekt zu stoppen, den Vorstand zu überzeugen, dass man das ein paar 100 Millionen in die Hand nimmt, aber dafür jetzt mutig versucht, das Auto auf eine andere Ebene zu bringen. Parallel habe ich ein heimliches Projekt mit dem Herrn Fischer, ein Genie im Motorenentwickeln, habe ich in seinen kleinen Räumen, das war ein Mann, wie Sie ihn nicht mehr finden, der einen kompletten Motor alleine konstruieren konnte. Der hat 3 Mitarbeiter gehabt oder 4, aber die haben nur so Hilfsarbeiten gemacht, Zeichnungen. Aber er war das Genie und hat den Motor alleine entwickelt, den BMW 12-Zylinder-Motor. Da bin ich immer abends hin, vorbeigeguckt, Fischer, wo stehen wir? Er war total motiviert, hat auch Wochenende, Tag und Nacht gearbeitet und hat in Rekordzeit den 12-Zylinder aufgebaut, Prototypen gebaut, so schnell, wie ich nicht dachte, dass es möglich wäre. Naja, und dann haben wir diesen 7er, dann glaube ich, wir haben vielleicht 10 Monate Verspätung gehabt gegenüber ursprünglicher Planung, aber hatten das ein richtig tolles Auto. Der E32 übrigens. Genau, der E32. Und dann, als ich das Auto vorgestellt habe, da ist Mercedes vom Hocker gefallen. Da gab es den Herrn Niefer, die haben damals diesen Herrn Breitschwert abgesägt, das haben sie zusammen mit dem Herrn Reuter und Niefer haben einen Geheimplan gemacht und haben den Breitschwert, als der Autoentwickler war und Vorstandsvorsitzender wurde, den haben die abserviert. Die haben ein AEG gekauft, damit sie sagen können, wir sind nicht nur eine Autofirma, und haben dann noch Messerschmitt Bölko Blom und die DASA gebaut mit dem Schremp und so. Die wollten ein Weltkonzern werden, ne? Und das war mir ja gerade recht, weil ich dachte, jetzt haben wir eine Chance. Und jetzt war Folgendes, warum die Daimlers und die Mercedes-Leute uns so unterschätzt haben. Ich hatte natürlich alle Prototypen noch auf der schmalen Beles-Basis. Wir konnten ja nicht auch die Prototypen noch ändern, da wären wir ja ganz in den Rückstand gekommen. Hat die auch Klaus Lute gezeichnet eigentlich, die ursprüngliche 7er-Form? Ja, die hatte Klaus Lute gezeichnet, was ein ganz toller Designer war, der dann später ein tragisches Problem mit seiner Familie und so hatte. Aber der Klaus Lute, das war der mir Design beigebracht hat noch. Ne? Also von dem habe ich Design gelernt. Später mit dem Chris Bangle, den habe ich genommen als... Es hört sich jetzt arrogant an, ich weiß, aber es war so. Bangle hätte ich nie genommen, wenn ich ihm die Hoheit für das Design übertragen hätte. Er war für mich der Manager des Designstudios, was hunderte von Leuten umfasst. Und da war er ein unheimlich guter Motivator. Aber der Lute war ein Star-Designer. Aber Lute konnte natürlich auch nicht anders, wenn die Package-Vorgaben schmale Zigarre mit niedrigem CW-Wert sind, dann kann er auch nicht zaubern. Aber der Lute war natürlich total happy, als er das Auto 4 Zentimeter breiter gemacht hat und mit ihm eine neue Schnauze gemacht hat. Okay, ja. So, und Heckleuchten haben wir auch noch geändert, also wir haben da viel geändert. Jetzt müsst ihr aber vorstellen, die Prototypen, die Daimler damals immer also es war ja immer Spionage. Ne? Man hat dann, Daimler war der große, da hat man immer hingeschrieben. Ja, also klar. Es war noch nicht Audi, es gab Mercedes, dann gab es nix und dann kamen wir alle. Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, trotzdem haben die schon immer auf BMW ein bisschen geguckt, weil in der
Dreierkategorie gegenüber ihrer C-Klasse, auch beim Fünfer gegenüber ihrer E-Klasse, da hatten wir schon einen gewissen Respekt. Aber die haben uns als absolut irrelevant in der Eliteklasse der S-Klasse als Chauffeurfahrzeug für die Vorstände, Geschäftswagen, da waren wir nicht drin. Da waren wir einfach zu kleiner Zuschnitt. Und jetzt waren die natürlich immer beruhigt, weil die Fotos, die sie von den Erlkönigen und von den Prototypen fotografiert sahen, die misst man ja dann mit raffinierten Methoden, kann man die Maße rausnehmen. Da kann man Sketches anfertigen, auch wenn eine Tarnung drauf ist. Ja. Und jetzt waren die total irregeführt, weil ich habe natürlich die ganzen Erprobungen für Fahrwerk und so, die haben wir oder zum Beispiel Wärmehaushalt, Kühlung, Motor, Getriebe, haben wir alle in den schmalen Prototypen gemacht, weil die konnten wir nicht wegschmeißen und nochmal neu bauen, dann wären wir 2 Jahre später gekommen. Okay. Aber das war im Nachhinein, das haben wir gar nicht gemerkt. Erst später hat der Niefer mir gesagt, aber wir haben doch eure Prototypen gesehen. Das war doch so ein schmales Auto. Und was ist denn das jetzt? Wie ist denn das gegangen? Weil der Niefer war Schwabe, der wollte mich immer zu Daimler holen, ehrlich gesagt. Ne? Er hat gesagt, du als Schwab bist doch völlig verkehrt da in Bayern. Ja. Er hat gesagt, aber ich bin in Bayern geboren. Nein, du bist ein Schwab. Also wie auch immer, der Niefer war ja so ein hemdsärmeliger und mächtiger Typ dort. Und der hat mich dann angerufen und sagt, kann ich vorab einen 7er kriegen? Und da habe ich gesagt, naja, also zu seinem Feind kann man da auch mal großzügig sein, und habe dem einen gegeben. Später haben die mir erzählt, das Auto ist ungewaschen direkt in diese Kapelle oder wie das bei denen heißt, das ist das Heiligtum im Design, auf die Drehplatte gefahren worden und alle sind drumherum gestanden und haben nur noch gestaunt und haben ihre S-Klasse, die in Arbeit war, daneben gestellt, die ich natürlich nicht kannte. Das Riesenmonster eigentlich. Das war es damals nicht. Nee. Aber dann haben die gemerkt, dass plötzlich ihre S-Klasse nicht so gut aussieht gegenüber diesem 7er, der völlig verrückt anders war als sie. So, und jetzt, was haben die gemacht? Die haben das gemacht, was ich gemacht habe, nur im falschen Schachzug. Der Niefer hat dann gesagt, das kommt ja gar nicht in Frage, der hat getobt und hat gesagt, es kann nicht sein, dass BMW ein größeres, erscheinendes und more impressive Auto da bringen. Da müssen wir was haben zum Gegenhalten. Und dann hat er diese ganze Entwicklungsarbeit an dieser S-Klasse gestoppt und die sind 2,5 Jahre, glaube ich, aus der Erinnerung sagen zu können, 2,5 Jahre später als geplant gekommen. Für die war das eine Nightmare. Obwohl die natürlich die treuen S-Klasse-Kunden, die kaufen ja auch die alten Dinger damals noch, wenn es nur Mercedes ist, die hatten halt einfach dieses Image, was gut für die war. Also die haben nicht ganz so gelitten, aber wie wir gelitten hätten, wenn wir 2,5 Jahre später gekommen wären. Aber die haben einen kompletten Umbruch gemacht und haben das Auto neu angefangen. Aber weil der Niefer eben kein Entwickler mit Feingespür war, sondern ein bisschen ein Hau drauf, ist das Auto rausgekommen, was wir ja alle kennen. Also für mich die hässlichste S-Klasse aller Zeiten und das Sinnbild für mich, wo ich mich innerlich gefreut habe, war, dass ich eben als erster diese Piepser, die Abstandswarner zum Einparken. Ja, und die hatten eben die Stäbe. Und die hatten, genau. Und die haben beim Einlegen des Rückwärtsgangs fuhr eine Antenne hinten raus. Die ist natürlich im Winter eingefroren und dann hing die nur so runter. Und alleine, dass man bei Mercedes noch so im Analogzeitalter stecken geblieben ist und beim Rückwärtsgang einlegen zur Peilung bei dem Monster eine Antenne ausfahren muss und bei uns hat es Piep gemacht. Das war natürlich der Inbegriff auch für die Journalisten, dass jetzt plötzlich BMW vorne ist. Und dann kam unser Gag und wir haben noch den 12-Zylinder vorgestellt. Und als ich dann zum ersten Mal in Stuttgart bei Automotor und Sport den Preis für den Preis für beste Auto der Welt in der Kategorie große Premium-Fahrzeuge, habe ich dann mit der 7er Reihe die S-Klasse geschlagen und wir haben den ersten Preis gekriegt. Das war für Daimler eigentlich unvorstellbar, dass es sowas mal gibt. Und von da ab, glaube ich, haben die angefangen, uns ernster zu nehmen und von da ab haben wir ein Momentum bekommen. Und der größte, wenn ich so sagen darf, Sieg für mich war, als ich bei einer Veranstaltung, die war ja mal einmal im Jahr, beste Auto der Welt, in Stuttgart, Automotor und Sport, und ich gehe 3-mal auf die Bühne und hole den Preis für die Dreierreihe, erster Sieger gegen C-Klasse und alles,
den Fünfer und den Siebener. Und als ich mit diesen 3 Preisen dort stand, hat der Zetsche, der damals Entwicklungschef war, den Raum verlassen. Tatsächlich? Ja, war das so? Ist rausgegangen. Das hat er nicht mehr ausgehalten. Also Sie sehen, wir sind von der Dorfschmiede dann in einem richtigen Run ist BMW nach vorne und es war nur Spaß. Es war die schönste Zeit in meinem Leben und wenn ich heute sage, man kann eine Organisation in einen Flow versetzen. Ne? Das ist wie bei einer Fußballmannschaft, den wir leider ja verlernt haben, weil wir einen Bundestrainer 5 Jahre zu lange hatten. Man muss eben, wenn man nur Einzelspieler hat, ist toll, ja? Aber eine wirkliche Winner-Mannschaft werden gute Einzelspieler, die von einem Coach in Flow versetzt werden. Und das war Bayern München zeitweise, ne? Die waren fast wie in Trance, die waren im Flow, die haben einfach Traumfußball gespielt. Das kann man normal nicht immer lange halten. Da kommen Kleinigkeiten und dann bricht der Flow ab. Aber man darf nicht abstürzen. Aber das war bei BMW, ich glaube auch viele Mitarbeiter, die mit mir damals im Team waren, würden heute im Rückblick sagen, wir waren im Flow und wir haben da einfach... Das hat uns dann natürlich Selbstbewusstsein gegeben und nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Ne? Und der 12-Zylinder und der Erfolg mit 7er und dann kamen die 3er-Varianten. Also eigentlich sind die anderen dann uns ständig gefolgt. Dann kam Audi und hat unser Familiendesign nachgemacht. Ne? Weil die hatten ja früher die Audis, jeder Typ hat anders ausgeschaut. Irgendwann haben sie gemerkt, das, was BMW hat, mit 3er, 5er, 7er, alle eine eigene Identität, die Doppelrundscheinwerfer als Augen, die Niere, da wusste jeder, das ist ein 3er, ein 5er, ein 7er, aber das ist alles eine Familie. Sogar das Heckdesign habe ich immer die Rückleuchten dann mal später mit dem L gemacht, was die BMW jetzt wieder macht. Zwischendurch haben sie es aufgegeben. Dann habe ich den Rückleuchten noch eine eigene Form gegeben, auch im Nachtdesign, dass man das L sieht. Und so haben wir halt, sagen wir mal, ein bisschen Autogeschichte in dieser Phase, glaube ich, geschrieben und BMW ist da schön nach vorn gekommen und für mich war das die schönste eigentlich Zeit in meinem Leben. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de